Ich habe mich heute mal ein wenig fein gemacht. Schließlich wollen wir heute Zug fahren. Wenn ich zu lang an einem Ort bin, dann fängt es an zu kribbeln. Dann jucken die Füße. Höchste Zeit für ein Abenteuer. Lasst mich den Weg zum Bahnhof nutzen, um kurz zu erklären, was ich mir vorgenommen habe. Es gibt da 2 Sachen, die ich mir gern anschauen wollte, aber ob das klappt, war nicht hundertprozentig sicher. Ich wollte zum Äquator, das ist der leichte Part. Und dann wollte ich auch noch die letzten beiden nördlichen Breitmaulnashörner sehen. Doch ob daraus was wird, wer weiß. Ich musste es also drauf ankommen lassen und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Ins 200 Kilometer entfernte Nanyuki. Natürlich mit der Bahn, die leider nicht mehr den Status von einst hat. Starten wir also direkt die Fahrt nach Nanyuki. Ich lehne mich wohl nicht allzu sehr aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass wir das moderne Kenia der Eisenbahn zu verdanken haben. Ich habe ja bereits erzählt, wie Nairobi, die heutige Millionenstadt, vor 130 Jahren noch nicht einmal existierte. Und dann kam die Eisenbahn und mit ihr eine Haltestelle. Heute Nairobi. Das klingt absurd, zumal die Eisenbahn hier kaum genutzt wird. Dieser Zug hier fährt zum Beispiel nur ein einziges Mal pro Woche. Eine einzige Fahrt pro Woche. Und für diese fast 200 Kilometer braucht es dann auch noch fast 8 Stunden. Ich habe ein Ticket für die erste Klasse gekauft, für unter 8 Euro. Mein Abteil muss ich nicht teilen. So sieht dann übrigens die unterste Klasse aus. Aber keine Sorge, auf dem Klo sind wir wieder alle gleich. Auf halber Strecke machen wir eine Pause und das gibt einigen die Gelegenheit, den Mangobaum etwas zu erleichtern. Noch kurz zur Infrastruktur, denn mittlerweile ist man dabei, diese zu verbessern und es gibt schnelle Verbindungen, zum Beispiel nach Mombasa. Kenia kooperiert hier eng mit den Chinesen. Man hört ja immer davon, wie China in die Infrastruktur Afrikas investiert. Hier also mal ein ganz konkretes Beispiel. Das tun sie natürlich nicht, weil sie so selbstlos sind und ich habe auch Stimmen gehört von Kenianern, die lieber Investoren aus anderen Ländern hätten. Denn angeblich hielten die anderen Länder sich besser an die Vorgaben und Wünsche Kenias. Ich kann das nicht beurteilen. Und weil ich es noch gar nicht erwähnt habe, ein kurzes Wort zur Landschaft. Das hier ist das, was ich erwartet habe. Und das hier ist, was ich bekommen habe. Wie so oft überrascht Kenia hier. Kommen wir aber nun kurz zum ersten Ziel meines kleinen Ausflugs. Ich denke, so einige von euch, wie auch ich, waren schon auf beiden Seiten des Äquators. Aber wart ihr auch schon genau am Äquator? Ich bisher jedenfalls noch nicht. Hier ist sie also nun, diese äußerst faszinierende Linie, die wir vom Süden in den Norden her überschreiten und dann uns dem Sonnenaufgang zuwenden, hier in Nanyuki. Cool. Am Folgetag ging es endlich zu den Nashörnern. Keine Sorge, ich zeige hier heute nur Nashörner, denn obwohl das eine eintägige Safari war und ich wieder zahlreiche Tiere sehen konnte, auch welche, die ich bisher noch nicht gesehen hatte, erspare ich euch das. Durch den Olpejeta, so nennt sich dieser Park hier, verläuft übrigens auch der Äquator. Hier gibt es ein paar auserwählte Hauptstädte auf dem Wegweiser inklusive Entfernung. Aber wir sind ja deswegen hier. Also fast, denn das hier ist Baraka. Hallo Baraka. Er ist ein Spitzmaulnashorn und auf beiden Augen blind. Man kümmert sich hier um ihn und er ist ein echter Publikumsmagnet. Alle lieben ihn, er ist grandios. Und er lässt sich sehr gerne mit etwas Grünzeug bestechen. Ein absolutes Highlight. Ziel meiner Reise waren jedoch 2 andere Damen. Ich lasse mal die Tagesschau die Einleitung machen. Weltweit gibt es kein einziges männliches Exemplar der nördlichen Breitmaulnashörner mehr. Der letzte Bulle musste jetzt in Kenia aufgrund von Krankheit und Altersschwäche eingeschläfert werden. Die Fortpflanzung mit den verbliebenen 2 Weibchen war in der Vergangenheit nicht erfolgreich. Wissenschaftler erhoffen sich nun, die Gattung durch künstliche Reproduktion vor dem Aussterben bewahren zu können. Es gibt hier eine Gedenkstätte, die an die Nashörner erinnert, die seit der Gründung des Parks gestorben sind. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Wilderei. Die Lage hat sich jedoch in den letzten Jahren drastisch verbessert, seitdem auf Wilderer bei Sichtung geschossen wird. Und hier ist es, das seltenste Großsäugetier, das noch auf der Welt wandert. Najin und Fatu, das sind die letzten beiden ihrer Art. Wer in Mathe aufgepasst hat, der zählt 3. Die Sprache war jedoch von 2. Ein südliches Breitmaulnashorn leistet Gesellschaft. Die beiden Damen sollen ja nicht vereinsamen und man will sie an die andere Art gewöhnen, die ja mal später eine Leihmutter stellen wird.
Auf den ersten Blick sehen beide Arten recht ähnlich aus. Doch es gibt Unterschiede. Zum Beispiel die Form des Rückens, die Ohrbehaarung, die Schwanzlänge, die Beinlänge und die Fußbreite. Aber auch die Rufe, also die Sprache, wenn man so will, unterscheidet sich. Darum möchte man auch zeitnah Nachwuchs, damit die beiden ihre Sprache an diesen weitergeben können, damit diese Sprache nicht ausstirbt. Allerdings ist die Forschung noch nicht so weit und es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Rennen gegen die Zeit. Liebend gerne wäre ich auch hier auf Tuchfühlung gegangen, aber um die Tiere nicht zu stressen, haben uns die Ranger gebeten, in den Autos zu bleiben. Wie ich so darüber nachsinne und feststelle, dass ich hier neben einer Art stehe, die es in den nächsten Jahren nicht mehr geben könnte und dass das täglich mit Pflanzen und Tieren passiert, da passiert etwas anderes. Die Nashörner sind riesig, aber es findet sich immer ein Arschloch mit noch einem größeren Ego. Wen wundert es da noch, dass bestimmte Arten aussterben? Zeit für den Rückweg, natürlich mit der staubigen Bahn. Im Hintergrund sehen wir übrigens die markante Silhouette des Mount Kenya, inklusive des zweithöchsten Berges Afrikas. Wir sind gleich zurück in Nairobi. Ich bin ein wenig erledigt, ich brauche definitiv eine Dusche, aber welch ein toller Ausflug. Ursprünglich war noch eine weitere Folge geplant, denn zu erzählen gibt es mehr als genug, aber man kann nicht immer alles unterbringen. Und so verabschiede ich mich also aus Kenia und freue mich auf neue Abenteuer.